Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein HP Pavilion und zwar ein 15 CS0 und ich zeige euch auch, wo ihr die genaue Modellbezeichnung findet, aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man genau hier, aber auch relativ schwer zu lesen. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Dafür muss man nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad könnte man allerdings auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man alle Schrauben lösen. Und da gibt es einmal die 3 hier vorne. Und es gibt auch jeweils unter den Gummischienen hier drüben eine und hier auch nochmal 2. Und die sind auch in der Länge unterschiedlich. Das heißt, die 3 hier vorne am besten getrennt aufbewahren. Und ja, bei den Gummischienen ist es so, die bekommt man entweder einfach mit den Fingern weg, wenn man da so ein bisschen drunter geht. Wenn das sehr schwer geht, kann man sich da auch eine Hilfe nehmen und das dann hier vorsichtig nach oben hebeln. Da einfach nur aufpassen, dass man ja nicht das eigentliche Klebeband vom Gummi löst und dann kann man die abziehen. Sollten die mal nicht richtig kleben danach, kann man auch neues beidseitiges Klebeband verwenden, um das wieder hier drauf zu bekommen. Generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles drin, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen, die ich mir hier jetzt schon mal zurechtgelegt habe. Und in dem Fall sind das alles normale Kreuzschrauben. Das heißt, ich nehme hier ein PH0 als Aufsatz, den man dann auch für alle Arbeiten im Gerät benutzen kann. Wenn man dann alle Schrauben gelöst hat, kann man dran gehen und die Unterseite vom Gerät lösen. Ich nutze da einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und dann zeige ich euch mal schnell, weil die Verbindungslinie kann man hier eigentlich sehr gut sehen. Die läuft hier lang, auch hier und auf der Vorderseite. Und ja, ich versuche jetzt hier auf der Rückseite anzufangen. Wo man das macht, ist im Grunde genommen egal. Meistens geht es auf der Rückseite ganz gut. Dann probiere ich quasi mit dem Öffner eine Lücke zwischen Gerät und Unterseite zu schaffen. Und wie gesagt, das geht an bestimmten Stellen leichter und da muss man einfach ausprobieren. Also in dem Fall war es jetzt hier beim Scharnier lief das ganz gut. Sollte das irgendwie hakelig sein, nicht so gut gehen, dann ja, fängt man einfach woanders an und schaut, wo es da am einfachsten geht. Es ist auch so, dass wenn ein Gerät noch nie geöffnet wurde, geht das prinzipiell immer ein bisschen schwerer. Aber da ja, einfach mit Geduld und nicht mit Gewalt. Das laute Knacken hier ist auch normal. Das ist einfach, wenn sich die Einraststellen lösen. Aber vom Grundprinzip ist das Gleiche. Man versucht so eine Lücke zu schaffen und dann eben die Unterseite mit so ein bisschen ja, Hebelbewegungen hier zu lösen. Und wie gesagt, das ist im Endeffekt dann nur ein Geduldsspiel. Dann arbeitet man sich so einmal um das Gerät herum. Kann man meistens auch schon mit dem Finger drunter fassen und dann mit ein bisschen Rütteln und Wackeln
das irgendwann abziehen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas anderes hier machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes den Akku vom Mainboard, dass das Gerät wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und in dem Fall ist der Akku hier direkt aufs Mainboard aufgesteckt. Das heißt, wir lösen die Schrauben, die hier drumherum laufen, und bauen den dann auch gleich aus. Und dann kann man den Akku einfach nach oben von der Verbindung abziehen. Geht ein bisschen schwerer dann, aber das ist normal. Und ja, so könnte man den auch gegebenenfalls tauschen. So, was können wir hier noch sehen? Wir sehen hier drüben die beiden RAM-Riegel. Dann sehen wir hier natürlich die Lüfter und den Heatsink. Hier ist die SSD. Und dann sehen wir hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Hier ist es auch so, dass man die Strombuchse einzeln tauschen kann. Die sitzt hier unter dem Scharnier. Das heißt, man müsste nur das Scharnier lösen, nach oben hebeln und kommt dann so an die Strombuchse dran. Das Kabel läuft hier einmal quer durch zu dieser Verbindung. Den Stecker kann man einfach rausziehen. Also das ist super praktisch. Ja, auch einzeln tauschen könnte man jetzt in dem Fall das Board für die USBs und auch das Board hier drüben. Genau, dann sehen wir hier, da wäre noch Platz für eine 2,5 Zoll. Vielleicht ist da auch eine drin. Falls man die nachrüsten will, muss man auf jeden Fall das Gehäuse und auch den Adapter SATA mitbestellen. Der geht dann hier ans Mainboard. Und das ist in dem Fall ein Kippstecker, den man erst aufklappt. Dann kommt das Kabel rein und wird zugeklappt. Zeige ich aber gleich beim Touchpad auch nochmal. Eine CMOS-Batterie gibt es hier bei dem Gerät übrigens nicht. So, wo wir es gerade vom Touchpad hatten, das sitzt hier direkt unter dem Akku und wird von, ich vermute, 3 Schrauben gehalten. Genau. Und zwar 1, 2, 3. Und auch das Kabel hier, das zum Mainboard läuft, das muss man auch trennen. Und wie gesagt, da kommt das Spiel mit dem Kippschalter. Also erst aufklappen, nicht einfach am Kabel ziehen. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Und ja, das Touchpad kann man dann quasi durchdrücken und von der anderen Seite entgegennehmen. Und beim Wiederverbinden eigentlich nur schauen, dass man das Kabel wieder verbindet, dass man das nicht vergisst. Das hat hier so eine weiße Linie. Da sieht man also ganz gut, ob das wieder richtig drin sitzt. Dann wird das zugeklappt und ja, ziemlich schmerzfrei. Genauso schmerzfrei und super einfach ist es auch, den RAM zu tauschen. Der wird nur von diesen beiden Klammern hier an der Seite gehalten jeweils. Und wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, dann sieht man, kommt der RAM einem hier schon quasi entgegen. Man muss den nur noch aus dem Slot rausziehen und kann ihn dann eben tauschen oder auch nachrüsten. Und beim Einbau ist es so, der geht nur in eine Richtung. Der würde so jetzt gar nicht reinpassen. Also das ist auch sicher gemacht. Zurück in den Slot, nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. SSD, auch kinderleicht. Die wird nämlich nur von einer Schraube hier gehalten. Und sobald man die gelöst hat, kann man die SSD so minimal nach oben hebeln und dann aus dem Slot ziehen. Und auch so eben super einfach nachrüsten. Hier ist das gleiche Prinzip wie beim RAM. Geht nur in eine Richtung rein. Und dann geht das bis ganz zum Anschlag wieder zurück. Dann hier unten auf das Gewinde. Das sitzt auch direkt fest. Und dann muss die SSD nur noch wieder verschraubt werden. Die Lüfter kann man bei dem Gerät auch einzeln tauschen. Da ist es so, die sind auch baugleich. Und die werden von jeweils 3 Schrauben gehalten. Da ist es nur so, dass der rechte Lüfter unter dem linken sitzt. Das heißt, wenn man nur den tauschen müsste, muss man trotzdem den zuerst ausbauen. Und ja, wir sehen hier das Lüfterkabel. Das kann man einfach zur Seite rausziehen und das Lüfterkabel geht hier hin und wird nach unten rausgezogen. Und dann zeige ich euch das mal. Man
kann man den Lüfter nämlich hier wirklich ganz einfach rausnehmen und dann da den Stecker rausziehen. Und ja, kann die so eigentlich echt super einfach tauschen. Ja, und dann sieht man eben hier, der Lüfter ist da eben drüber. Das heißt, der muss raus, um den auszubauen. Das ist aber exakt das gleiche Prinzip. Und ja, falls man sich bei dem Kabelmann nicht sicher ist, da kann man auf einer Seite hier Kontakte sehen. Die sind auch wirklich nur auf einer Seite. Und in dem Fall zeigen die hier beim Wiederverbinden nach oben. Und das würde ich auch immer zuerst machen. Erst das Lüfterkabel wieder verbinden, allein schon, dass man es nicht vergisst. Ja, und den Lüfter selber muss man dann eigentlich nur wieder hier auf die Gewinde positionieren. Er hat hier auch so eine kleine Führungshilfe noch. Und wenn der da einmal drin liegt, dann ja, ist der passgenau. Und dann muss man den nur wieder verschrauben. Der Akkueinbau ist in dem Fall jetzt hier auch super einfach. Die Position wird allein ja schon durch die Verbindung wiedergegeben. Es gibt aber zusätzlich hier trotzdem nochmal Öffnungen neben den Schrauben. Und auch die haben hier Positionierhilfen. Das heißt schon, wenn man den hier drauflegt und dann nach unten drückt, dann sitzt der wieder genauso wie er soll. Und das gleiche Prinzip wie beim Lüfter, einfach wieder verschrauben und man hat die Sache ratzfatz erledigt. Ja, und dann kann man eigentlich auch schon die Unterseite wieder verbinden. Und die kommt jetzt, ja, die legt man jetzt einfach von oben auf das Gerät drauf und presst die nach unten fest. Und da kann man ruhig feste drücken, auch in der Mitte, da gibt es überall Einraststellen. Und ich gehe dann am Ende auch immer noch einmal um das Gerät und schaue, dass keine Lücke mehr zu sehen ist, dass hier wirklich alles fest verschlossen ist. Ja, und dann muss man nur noch die Schrauben wieder reindrehen, Gummischienen drauf und so schnell ist man damit durch. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.